In diesem Video mal ein absoluter Klassiker, eine weitere Kultlokomotive von Märklin und laut Märklins eigener Aussage eine Millionenlokomotive, die wohl weltweit meistverkaufte Modellbahnlokomotive. Es gab da diverse Berichte. In dem Märklin Magazin 1 2009 wird von 5,7 Millionen verkauften Exemplaren gesprochen. Im Märklin Magazin 2 2010 dann von knapp 6 Millionen. Und in dem Märklin Magazin 1 2013 bekommt sie dann einen eigenen Bericht, denn da hat sie sozusagen 60-jähriges Jubiläum. Sie ist in zahlreichen Anfangspackungen vertreten gewesen und der eine oder andere wird sie deswegen schon zu Hause haben, vielleicht gebraucht gekauft. Sind aktuell immer schon zwischen 10 und 25 Euro zu bekommen, teilweise auch nur in einem extrem guten Zustand. Und wie früher beim VW Käfer kann man auch hier sagen, sie läuft und läuft und läuft. Hat für ihre Größe unheimlich gute Fahreigenschaften und das liegt meiner Ansicht nach daran, dass wir hier ein relativ schweres Gussfahrwerk haben, zwar oben nur ein leichtes Kunststoffgehäuse drauf, aber dieses Gussfahrwerk bringt da richtig Gewicht und die 3 angetriebenen Achsen und von vornherein von Märklin mit damals noch Plastikbereifung nennen sie es im Katalog, mittlerweile sind es ja Haftreifen. Das neueste Modell oder letzte Modell, was ich gesehen habe, hat auch nur noch einen Haftreifen. Aber die Fahreigenschaften sind für diese kleine Lokomotive einfach unheimlich gut. Ich selbst habe mittlerweile auch zahlreiche dieser kleinen Lokomotiven, habe allerdings nur 3 verschiedene Ausführungen und habe jetzt mal recherchiert, was es dann noch für Varianten gab und versucht das in diesem Video mal für euch aufzubröseln, was ich da so gefunden habe. 1953 bringt Märklin unter der CM800 dieses kleine Modell heraus. Die seitliche Aufschrift ist die CM800, die Betriebsnummer ist die 89005. Wir haben hier seitlich den Handschalthebel. Die Lokomotive hat vorne 2 elektrisch beleuchtete Stirnlampen und von vornherein im Märklin-Katalog mit 2 Plastikreifen ausgestattet für die bessere Traktion. Ich habe dann die zweite Variante und diese wurde gebaut ab 1954 und die Betriebsnummer wechselt dann von der 89005 auf die 89028. Aber im vorderen Bereich bleibt es bei dem vorderen beleuchteten Zweilicht-Spitzensignal und hinten am Tender haben wir auch 2 angedeutete silber eingefärbte Rücklichter. Die Lokomotive hier nochmal von unten. Märklin hat im Katalog immer noch die Plastikreifen in der Beschreibung stehen. Bei mir sind es allerdings jetzt schon Gummihaftreifen, wie bei den aktuellen Modellen auch. Hier haben wir das Modell dann mal komplett geöffnet von innen und hier ist nochmal das Kunststoffgehäuse. So wurde die Lokomotive dann wohl bis 1958 gebaut und in 1957 wechselt Märklin mit den Artikelnummern von der CM800 auf die 3000. Und parallel gibt es die Lokomotive dann auch in 2 Anfangspackungen, und zwar in der 3100 mit den 3 Personenwagen und in der 3200 mit 3 Güterwagen. Es hat dann immer einen kleinen Gleiskreis, die 5100 und 2 gerade Anschlussstücke. Diese beiden Packungen sind allerdings dann ohne Travo, diesen muss man dann nochmal dazu kaufen. Ich habe mich dann hier kurzfristig entschieden, den kleinen Personenzug nachzubilden, habe hier auch noch ein paar ältere Donnerbüchsen. Habe allerdings noch ein paar mehr, sodass der Zug jetzt nicht ganz so kurz ist wie in der Anfangspackung, die von Märklin vertrieben wurde. Und am einfachsten kann man die älteren Lokomotiven hier ganz gut erkennen, weil die älteren Varianten nur vorne die beiden Spitzenlichter haben. In 1959 bekommt die Lokomotive dann 3 Stirnlampen statt der ursprünglichen 2 und behält die Betriebsnummer 89028 aber bei. Und auch auf der Rückseite haben wir jetzt 3 angedeutete Rücklichter und auf der Seite aufgedruckt hier im oberen linken Bereich verschwindet die CM800 und wird durch die 3000 ersetzt. Parallel dazu, aber zeitlich überschneidend, gibt es die gleiche Lokomotive mit der Betriebsnummer 89005. Von 1959 bis 1962 soll das sein, auch mit 3 Lampen. Und auch weiterhin noch dem Handschalthebel. Habe allerdings nicht herausbekommen, ob sich dann die eine Variante in den Anfangspackungen befindet und die andere eventuell in der Einzelpackung, wo man nur die Lokomotive bekommen hat. Ich habe jetzt also hier bei mir die 89005 mit vorne 3 Lampen und hinten den angedeuteten Rücklichtern. Die Lokomotive dann hier nochmal von der Seite, das ist die linke
Lokomotive und auf der rechten Seite ist mein älteres Modell, die 89028 mit den 2 Lampen. Und was mir hier aufgefallen ist, die ältere Variante hat hier über dem Zylinder im Grunde genommen wie so eine Art Loch zum Kessel oben hin, wo man jetzt unter die Lokomotive schauen kann. Ich habe mir dieses Gehäuse aber mal abgenommen und es sieht nicht so aus, als ob der Vorbesitzer hier irgendwie was herausgeschnitten und herausgebrochen hat. Und hier auf der linken Seite, die neuere Variante, ist in diesem Bereich geschlossen. Ich konnte allerdings nicht feststellen, ob diese Version dann ab der Variante mit den 3 Lampen hier vorne diese Veränderung hat oder ob das jetzt irgendeine Spezialität war. Wenn da irgendjemand von euch mehr weiß, dann wäre es schön, wenn ihr es in die Kommentare schreibt, denn das konnte ich jetzt hier leider nicht herausfinden. Und auf der linken Seite der Gehäuse, was man jetzt hier gut sehen kann, haben wir also oben nie diese CM800 oder die 3000 stehen. Da haben wir immer Märklin aufgeprägt oder gedruckt und unten dann die Betriebsnummer. Und bei dem kleinen Zug habe ich mich jetzt entschieden, die 3200 sozusagen nachzubilden. Und da ich die Wagen doppelt habe, habe ich mir für die Fahraufnahmen diesen Güterzug hier auch verlängert. Als nächstes sollte es eine 89005 ohne Handschalthebel gegeben haben. Mit den 3 Lampen von 1963 bis 1967. Allerdings habe ich hier überhaupt kein Exemplar gefunden. Ich selbst habe es auch nicht. Deswegen bin ich auch nicht sicher, ob hier irgendwas Falsches im Netz oder in der Literatur kursiert oder ob es die Lokomotive wirklich gegeben hat. Wenn jemand von euch so eine kleine Lokomotive hat, also eine 89005 ohne Handschalthebel, dann wäre es schön, wenn ihr mir es in die Kommentare schreibt. Aber ich konnte hier bis zu meinem Video keine ausfindig machen. Und in 1968 wechselt dann wieder die Betriebsnummer auf die 89006. Ab da ist die Lokomotive mit dem DB-Keks bedruckt, auf der Seite flach auf die Seite der Lokomotive gedruckt und unten auf einem erhabenen Schild die Betriebsnummer. Diese Variante wurde wohl so gebaut von 1968 bis 1971 und was ich dann noch gefunden habe, sind mehrere Lokomotiven, die im Grunde genommen auf der Seite nicht bedruckt sind. Man sieht hier unten noch das erhabene Schild für die Betriebsnummer. Auf der Front haben wir allerdings hier die 89006. Aber woher diese Lokomotiven stammen, konnte ich auch hier nicht herausfinden, ob das Lokomotiven aus einer Anfangspackung sind oder ob die Lokomotiven einfach von der Beschriftung her abgegriffen sind. Allerdings sind die so perfekt sauber gewesen, dass ich mir das kaum vorstellen kann. Wenn hier jemand mehr weiß, dann wäre es auch schön, wenn man es in die Kommentare schreibt, denn ich konnte nicht herausbekommen, wo diese Lokomotiven genau hingehören. Und dann soll es in ca. 1970 einen Fehldruck gegeben haben, und zwar die Betriebsnummer 90068. Und ich habe dann tatsächlich im Netz 2 dieser Varianten gefunden. Das heißt im oberen Bereich auf der Seite wieder den DB-Keks und unten drunter auf dem erhabenen Schild die 900 und die 68. Das heißt, dieser Fehldruck ist jetzt kein Fantasieprodukt, sondern Lokomotiven mit diesem Fehldruck sind definitiv im Umlauf. Und dann kommen wir zur nächsten Variante. Diese wurde ab 1971 wohl gebaut bis 1996. Betriebsnummer bleibt die 89006. Vorne weiterhin das 3-Licht-Spitzensignal, hinten genauso auch weiterhin die 3 angedeuteten Rückleuchten und auf der Seite jetzt komplett auf die flache Fläche aufgedruckt der DB-Keks und unten drunter die Betriebsnummer, auch jetzt nicht mehr auf dem erhabenen Schild. Hier die Lokomotive dann nochmal von der Seite und ich habe dann hier nochmal ein Vergleichsfoto. Auf der linken Seite die beiden älteren Modelle von mir und auf der rechten Seite oben dann die neueste Variante. Und da könnt ihr sehen, dass jetzt auf der Seite nicht nur der Handschalthebel weggefallen ist, sondern es hat sich auch der Kreuzkopf hier unten verändert. Bei dem neueren Modell ist es ein etwas höherer Kreuzkopf geworden und auf der linken Seite ist noch die alte Variante, die ganz schmal und flach von der ersten Version der CM800 auch schon verbaut wurde. Und diese Umstellung vom Kreuzkopf, die fand wohl ab 1968 statt. Für den dritten Zug habe ich dann die Bananenwagen gewählt, weil Bananenwagen gehen immer und passen meiner Ansicht nach auch zur kleinen Baureihe 89. Dann gab es wohl 1996 oder ab 1996 eine weitere Variante und das seht ihr hier auf dem Foto und zwar da waren dann die Pufferhülsen vorne noch in Rot gehalten. Da habe ich allerdings auch nur 2 Fotos aus dem Netz gefunden, weil ich diese Variante bis jetzt auch noch nicht habe. Dann gab es parallel diverse Anfangspackungen und ich habe mal das rausgezogen, was ich hier gefunden habe. Und zwar noch
Parallel zur CM 800 gab es die CM 827-3, den Personenzug, und die CM 805-3, die Lokomotive in der Packung mit dem Güterzug. Von 1957 bis 1968 gab es dann die 3100 und die 3200 als Anfangspackung. Die Lokomotive waren dann in den Packungen vertreten, die 2963 ab 1970 mit den M-Gleisen und in der 2803 dann die ganze Packung mit K-Gleis. In der 2930 gab es die Lokomotive dann ab 1975. In der Packung 2602, digital muss das wohl gewesen sein, von 1987 bis 1991. Von 1992 bis 1996 gab es die Lokomotive in der 2915. Und ab 1996 gab es die Lokomotive in der 29205 in der Delta-Ausführung. Und ich bin ziemlich sicher, dass ich nicht alle Packungen gefunden habe. Da gibt es wahrscheinlich noch mehr und wahrscheinlich auch irgendwelche Sondermodelle. Deswegen, wenn ihr hier mehr wisst, dann packt es mir gerne in die Kommentare. Ich trage das dann wieder gerne nach. Auch wenn ihr wisst, zu diesem Ausschnitt in der älteren Variante auf der Seite über dem Zylinder, wo der herrühren könnte. Und auch die 89005, ob es die wirklich ohne Handschalthebel gab. Denn das konnte ich alles bisher nicht klären. Und damit bin ich durch mit den Dingen, die ich gefunden habe zur kleinen Märklin Artikel Nummer 3000 bzw. Baureihe 89 der früheren Generation. Mittlerweile gibt es ja ein Nachfolgemodell, aber das ist für mich nicht ganz so interessant. Da finde ich die alte, bewährte, wahrscheinlich über 5 Millionen Mal verkaufte Lokomotive doch immer noch wesentlich interessanter. Ich wünsche euch schon mal schöne Weihnachten. Danke euch fürs Zuschauen. Demnächst gibt es dann wieder mehr und bis bald.